Herzlich willkommen zum nächsten Video, deine perfekte Nische. Grundsätzlich wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du wissen würdest, für wen du was machst. Die meisten Leute schwimmen nämlich nur so ein bisschen. Leben von, hier kommt mal ein Auftrag rein, da kommt mal ein Auftrag rein, der kennt mal wen und irgendwie ploppen so ein paar Deals irgendwo rein und schwimmen sich irgendwie so ein bisschen durch ihre Freelancer-Dienstleistungsbusiness, was aber einfach nur, andere Leute würden sagen, ein kleines Hobby ist. Wenn du wirklich ernsthaft das betreiben möchtest, musst du dich spezialisieren. Das haben wir auch schon im Angebot gemerkt, dass du natürlich dich im Angebot spezialisieren möchtest und musst. Natürlich kriegt man immer mal wieder auch andere Dinge hin. Wenn du beispielsweise Video kannst, dann kannst du auch ein bisschen Grafikdesign. Wenn du Grafikdesign kannst, dann kannst du vielleicht, oder kennst du auch noch jemanden, der kann Webdesign. Dann kann man zusammen da nochmal irgendwie einen Deal machen oder so. Aber langfristig sollte es natürlich wichtig sein, dass du ein Haupt- und Core-Offer hast für eine Hauptzielgruppe. Deine erste Nische muss natürlich nicht perfekt sein. Die muss natürlich nicht jetzt voll aus Leidenschaft sein und sagen, oh mein Gott, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Das muss einfach nur fürs Erste funktionieren. Leidenschaft ist nett. Leidenschaft für deine Zielgruppe und deine Nische kann vielleicht mal cool sein. Zahlungsfähiger für die Nische wäre grundsätzlich besser. Grundsätzlich ist es so, dass du am Anfang, falls du noch nicht mit einer Nische positioniert bist, du sie erstmal testen musst, eine gewisse Marktforschung machen musst. Da kommen wir gleich im Vertrieb auf jeden Fall nochmal genauer dazu. Aber natürlich ist es so, dass du dich erstmal nicht verheiratest mit einer Zielgruppe. Heißt, ich sehe auch immer wieder, dass Leute sich gerade auf Social Media oder auf Webseiten erstmal offener gestalten, dass wenn nochmal eventuellerweise ein Auftrag reinkommt, dass man da nicht aus der Positionierung irgendwo raus ist. Aber du verheiratest dich nicht mit einer Zielgruppe. Es ergibt aber auch einfach nur Sinn, wenn du dich erstmal für dich selbst positionierst und ganz genau weißt, was du für eine Klarheit hast, wen spreche ich denn jetzt überhaupt erstmal an? Ich weiß noch ganz genau, da war ich mit meinem alten Partner, dem Patrick, auf einem Event. Da waren wir gerade noch total unpositioniert, hatten kein klares Offer und wir waren kurz davor, diese Agentur eigentlich gegen die Wand zu fahren. Nicht bewusst, sondern weil wir halt einfach der komplette Bauchladen waren. Und dann weiß ich noch ganz genau, da kam ich mit jemandem ins Gespräch und ich konnte nicht wirklich genau sagen, was ich mache. Ey, wir haben eine Agentur, wir machen das und das und das und das. Was braucht ihr denn und sonst irgendwas? Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, der hat es gar nicht gecheckt. Der wusste gar nicht, der konnte mich gar nicht zuordnen. Weil ich natürlich auf dem Level war, so, hey, ich komme hier gerade mit jemandem ins Gespräch, vielleicht wird das ein Kunde. Obwohl ich ja gar nicht weiß, ob das mein Kunde ist. Und ich habe es lieber so, dass ich jemandem ganz klar sage, wir machen Social Media Marketing für Immobilienmakler beispielsweise, dann kann er mich zuordnen und kennt vielleicht sogar einen Immobilienmakler, der mich weitervermitteln kann. Anstatt auf Biegen und Brechen die eine Person, die ich irgendwie gerade im Gespräch habe, versucht zu closen, indem ich gerade mich so offen wie nur möglich gestalte für Aufträge. Heißt, das ergibt keinen Sinn für dich und das macht es für dich total unklar. Du möchtest dich positionieren, einmal zum Thema Angebot und natürlich auch in einer gewissen Nische. Wichtig ist, was ich auch immer wieder höre, dass man monatelang sich Gedanken darüber macht, sich zu positionieren. Heißt, es ist wichtig, dass du jetzt nicht dich 4, 5, 6 Wochen irgendwie hinsetzt, overthinkst und denkst, die Zielgruppe geht auch und die Zielgruppe geht auch und die Agentur ist in der Nische unterwegs, die ist auch ganz schön groß, das funktioniert. Sondern nimm dir da 24 Stunden Zeit, mach dir konkret einmal Gedanken, was kannst du dir grundlegend vorstellen und dann einmal festlegen. Und lieber bin ich unperfekt, leg mich fest, probier es 6, 8 Wochen aus, geh da in die Nische rein und teste wirklich mal eine Zielgruppe aus durch eine gewisse Marktforschung, durch Cold Calls, durch E-Mails, durch Gespräche, durch Erstgespräche, durch Verkaufsgespräche oder eventuell auch schon durch Zusammenarbeiten und teste dann wirklich eine Zielgruppe in der Praxis aus, anstatt dass ich in der Theorie immer noch ein bisschen rumschwimme. Also setz bitte in 24 Stunden eine Entscheidung, mach das einfach. Grundlegendermaßen ist es natürlich so, dass da ein gewisses Budget natürlich da sein muss. Es muss ein gewisses Interesse natürlich zu deinem Angebot da sein und das sollte noch irgendwo passen und du kannst dir schon vorstellen, dass da Bedarf da ist, dass man sieht, ey, Social Media, die Nische, die sind echt nicht gut vertreten. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch funktioniert. Und dann teste es 30 Tage aus und geh dann wirklich unperfekt in diese Nische rein. 3 Kriterien für deine Nische, die du unbedingt brauchst. Step 1, Budget. Offensichtlich muss deine Nische irgendwie im Game sein, muss ein bisschen Umsatz machen, dass du dir auch vorstellen kannst, diese zu vermarkten und dein Ergebnis präsentieren kannst oder dann auch erreichen kannst. Und zweitens zum Budget ist natürlich wichtig, dass die bereits schon in Marketing investieren oder dass für die jetzt kein
was ganz Neues ist. Weil das Schlimmste ist, was du bei deinem Kunden machen kannst, ist, in eine Nische zu gehen, die so altbacken ist, dass die beispielsweise Social Media Marketing oder Ads gar nicht verstehen und du erstmal so eine riesen Aufklärarbeit machen musst. Heißt, da würde ich auch komplett die Finger von lassen. Zweitens, wir müssen einmal schauen, wie die Erreichbarkeit ist. Wir möchten unseren Vertriebsprozess anhand von Zielgruppe und Angebot aufbauen. Heißt, erst möchte ich mich hinsetzen, überlegen, was mache ich überhaupt für ein Angebot. Zweitens, dann möchte ich überlegen, für wen mache ich überhaupt das Angebot. Und dann kommt mein Vertriebsprozess. So gehen wir vor und bauen dann individuell auf Angebot und Positionierung einen Vertriebsprozess. Für Anfänger kann ich wirklich empfehlen, dass ich eine Zielgruppe auswähle, die beispielsweise telefonisch sehr einfach zu erreichen ist. Das heißt, dass ich nicht an 3 Gatekeepern vorbeikommen muss und das riesige Unternehmen sind mit 100 plus Mitarbeitern, wo es so eine Marketingabteilung gibt, wo es definitiv Vorzimmerleute gibt, die ich irgendwie übergehen muss und halb anlügen muss, dass ich mit dem Geschäftsführer spreche, sondern lieber bin ich in einer Zielgruppe, die relativ kleiner ist, bin in einer Unternische, anstatt in einer sehr großen Nische. Zum Thema Vertriebsprozess hast du gerade eigentlich nur 4 Möglichkeiten. Du hast entweder die Möglichkeit, über schriftliche Akquise zu gehen, das heißt LinkedIn, Instagram, Mailings, oder du rufst die Leute an. Telefonische Akquise. Das sind gerade erstmal die einzigen wirklich planbaren Akquisemöglichkeiten, die du machen kannst. Und überleg dir vorab, worauf hast du am meisten Lust. Möchtest du sehr, sehr schnell Ergebnisse sehen, musst dadurch aber natürlich aus der Komfortzone raus, bis ins kalte Wasser springen, das Telefon in die Hand nehmen, oder bist du eher der Typ, der sagt, ey, ich mache lieber um 22 Uhr, schicke ich nochmal 50 E-Mails raus, gezielt, mach mir da Gedanken und so weiter. Daraufhin kommt es auch natürlich so ein bisschen auf an, was dein Typ ist wieder eine individuelle Sache, würden wir dann besprechen. Und dritter Punkt, zum Thema Zielgruppe, es muss natürlich so ein gewisser Schmerz da sein. Es ist offensichtlich einfach, einem Kunden mit aktiven Zahnschmerzen weiterzuhelfen. Der kommt dann auch schneller mal zum Zahnarzt. Oder mit aktiven Marketingproblemen, der kommt dann auch schneller mal zu dir, als jemanden, der super easy, braucht man nicht, läuft alles und so weiter. Also so eine gewisse Herausforderung muss schon da sein und eine gewisse Konkurrenz muss auch schon da sein. Wir haben jetzt beispielsweise mal beim Social Media Marketing Beispiel, wenn die Nische groß genug ist und sagen wir mal Social Media Marketing für Fitnesstrainer, dann weiß jeder Fitnesstrainer, es gibt andere Fitnesstrainer, die 100, 200, 300.000 Follower haben und die können sich nur ungefähr vorstellen, wie viel Umsatz dabei rumkommt, wie viele Anfragen dabei rumkommen, wie viele Deals links und rechts da gemacht werden können. Heißt, so ein bisschen Schmerz ist dafür wegen, ey, der hat das, warum habe ich das nicht? Heißt, aktuell muss da vielleicht zu wenig Anfragen da sein, keine Planbarkeit, gerade zum Thema Neukundenakquise oder beispielsweise auch bei den Mitarbeitern. Heißt, so eine gewisse Maßen Schmerz in der Nische kann schon helfen. Hier sind einfach mal 5 Beispiele für Zielgruppen im Jahr 2026, die ich wählen würde und wo ich gemerkt habe in den letzten Zusammenarbeiten auch mit unseren Partneragenturen, dass die sehr gut funktionieren. Erstens, und ich lese ein bisschen ab. Erstens, was sehr gut funktioniert, sind Immobilienmakler, Physiotherapeuten. Wir haben auch sehr gute Cases im Bereich Steuerberater, aber auch Unternehmensberater, aber auch Anwälten. Da sind wir eigentlich schon bei 5. Online-Coaches, Berater, Trainer. Sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben auch beispielsweise jemanden im Recruiting-Bereich für Pflegeunternehmen. Heißt, das sind so Standarddinge. Wir haben auch beispielsweise eine Social-Media-Agentur, die die erst auf Autohäuser spezialisiert war, wo ich dann gesagt habe, ich finde Autohäuser grundsätzlich gerade für sein Level ein bisschen schwer, weil du kommst nie direkt an den Geschäftsführer heran. Die sind meistens irgendwie in Deals mit anderen, mit den großen Unternehmen quasi in Deals. Heißt, da muss man irgendwie schauen, was wäre denn eine Unternische zu nehmen? Anstatt Autohäuser, lass uns doch Autoaufbereitung, lass uns doch Restaurierung machen, lass uns doch so Waschanlagen, aber auch so, also solche Unternischen funktionieren dann beispielsweise dann wieder sehr gut. Das sind Unternehmen, vielleicht Inhaber geführt mit 3, 4, 5 Mitarbeitern. Das heißt, wenn man da anruft, dann habe ich sofort den Geschäftsführer an der Hand und die wissen, ey, gerade Thema Auto, da gibt es große Player, muss ich machen. Also das sind grundsätzlich immer so Dinge, kleine Beispiele, aber wie gesagt, kleiner Disclaimer, gerade zum Thema Zielgruppe ist natürlich individuelles Thema, Interesse, was hast du schon für Ergebnisse, in welchen Nischen gemacht und da kann man sich dann langfristig drauf festlegen. Grundlegend ist es so, wir wollen eine Agentur 3.0 aufbauen. Das heißt, ich habe eine Zielgruppe, ich habe ein Angebot, ich habe einen Sales-Prozess. Ich mache
immer wieder das Gleiche. Dadurch baue ich ein super langweiliges Business auf. Dieses super langweilige Business ist aber spannend, weil dadurch wird es halt echt wirtschaftlich. Du hast keine großartigen Gedanken mehr, wie kann ich dem einen Kunden weiterhelfen? Du führst immer wieder die gleichen Gespräche, heißt, du bist nicht super aufgeregt vor einem Erstgespräch, vor einem Verkaufsgespräch, sondern es ist immer wieder das Gleiche. Du führst immer wieder die gleichen Erstgespräche, die gleichen Verkaufsgespräche, führst immer wieder die gleichen Onboarding-Gespräche, wirst aber ein absoluter Spezialist in dem Markt. Das Spannende dadurch ist, und das haben wir im letzten Video gemerkt, wenn ich ein Spezialist bin, habe ich dementsprechend schnellere Ergebnisse, kann diese Ergebnisse sehr viel besser vermarkten und dadurch, dass ich weiß, ich habe den 10. Autoaufbereiter auf 10.000 Follower auf Instagram gebracht, dann wird es beim 11. noch einfacher. Und wenn ich dann weiß, die 10 Autoaufbereiter haben pro Jahr durch die Reichweite, durch den Umsatz, durch die Anfragen 100.000 € mehr Umsatz gemacht und ich habe den 12 gecharged, lass mal 24 draus machen. Also dadurch, dass ich weiß, was es wirklich am Ende des Tages für den Kunden halt auch bringt, was mein Ergebnis wirklich ist, kann ich es viel besser vermarkten und dadurch sind meine Gespräche und der generelle Unternehmeralltag sehr viel einfacher, wenn ich immer wieder mit der gleichen Nische spreche oder auch zusammenarbeite. Langweiliges Business sollte deine Priorität sein, deswegen setz dich gerne noch mal hin, schau dir das Thema Angebot an, schau dir das Thema Zielgruppe an. Wenn du da dich festgelegt hast, dann schauen wir uns das nächste Video an zum Thema Sales.